Wie war es, als Alexander weinte, weil er sah, dass er keine Welten mehr zu erobern hatte? Was geschah im Zelt des Herzogs von Wellington, als er den letzten Angriff befahl, der Napoleon aufhielt? War Kleopatra an dem Tag, als sie Julius Caesar traf, wirklich so attraktiv, wie man sagt? Natürlich können wir auf den Seiten vieler Bücher alles über diese historischen Ereignisse lesen oder ihre Nachstellungen im Film verfolgen. Aber wir können sie nicht wirklich aus erster Hand erleben. Ohne den Nebel der historischen Übersetzung können wir die lebendigen Details nicht selbst sehen oder hören. Oder können wir es doch? Einige glauben, dass es tief in den verborgenen Hallen und Kammern des Vatikans ein Gerät gibt, das genau das ermöglicht. Eine Möglichkeit, die Vergangenheit aus erster Hand zu betrachten. Nur eine Verschwörungstheorie? Vielleicht. Doch die moderne Wissenschaft beginnt, unkonventionelle Wege zu erforschen, wie die Vergangenheit aufgezeichnet und betrachtet werden kann, und geht dabei über die Grenzen von Zeit und Raum hinaus. Und was sie finden, ist erstaunlich. Könnte die Fähigkeit, die Vergangenheit selbst zu betrachten, irgendwann in naher Zukunft eine technologische Möglichkeit sein? Oder vielleicht ist es bereits eine Möglichkeit, von der nicht nur der Vatikan, sondern auch einige der größten Denker unserer Zeit wissen. Wir haben alles gesehen. Die Qual im Garten, der Verrat von Judas, der Prozess, Kreuzigung. Dies waren die schockierenden Worte von Pater Pellegrino Ernetti, wie sie im Buch Le Nouveau Mystère du Vatican, das neue Geheimnis des Vatikans, aus dem Jahr 2000 von Ernettis Freund und Kollegen Pater François Brune beschrieben werden. Es war Anfang der 1960er Jahre, als die beiden Männer auf dem Canale Grande in Venedig, Italien segelten und verschiedene biblische Interpretationen diskutierten, als Ernetti unvermittelt verkündete, Interpretationen seien unnötig, da man selbst sehen könnte, was tatsächlich geschehen sei. Aber wie, fragte Brune skeptisch. Ernetti erklärte, dass sich tief im Vatikan ein Gerät befand, das es seinem Benutzer ermöglichte, Ereignisse aus der Vergangenheit zu sehen und zu hören. Es handelte sich nicht um eine Zeitmaschine, die einen Menschen in die Vergangenheit zurückschickte, sondern vielmehr um eine Art Zeitbetrachter, der die Vergangenheit in die Gegenwart brachte, ein Gerät, das sich auf bestimmte Ereignisse der Vergangenheit einstellen und sie wie eine Art Zeitbetrachter auf einem Bildschirm anzeigen konnte. Zeitreisendes Fernsehen. Man nannte es Chronovisor, erklärte Ernetti. Und mit ihm habe er nicht nur die letzten Tage im Leben Jesu gesehen, die Qual, den Verrat, den Prozess, die Kreuzigung, sondern auch die Zerstörung von Sodom und Gomorra, die Erschaffung der 10 Gebote und andere biblische Momente, sowie bemerkenswerte historische Ereignisse, wie eine Rede des berühmten römischen Senators Marcus Tullius Cicero, eine Aufführung der verlorenen Tragödie Thyestes und sogar Ereignisse aus dem Leben Napoleons. Es muss gesagt werden, dass Pellegrino Ernetti von Natur aus kein exzentrischer Mann war. Er war ein Benediktermönch, Wissenschaftler und Autor, Musikwissenschaftler und Lehrstuhlinhaber für Präpolyphonie am renommierten Benedetto Marcello Musikkonservatorium in Venedig. Mit anderen Worten, er war nicht der Typ Mann, der dazu neigte, fantastische Geschichten zu erzählen. Brune wusste das und begann daher sofort, Ernetti nach dem mysteriösen Chronovisor zu befragen. Ernetti gab bekannt, dass ihm die Idee viele Jahre zuvor gekommen war, als er mit seinem Kollegen, Pater Agostino Gemelli, an der Katholischen Universität Mailand an einem Projekt arbeitete. Während sie versuchten, Obertöne aus alten georgischen Gesängen herauszufiltern, hatten sie scheinbar die Stimme von Gemellis totem Vater durch das Aufnahmegerät gehört. Fasziniert, wenn nicht sogar fassungslos, begann Ernetti sich zu fragen, was mit den Geräuschen passierte, die Menschen machten, nachdem sie angeblich verschwunden waren. Konnte es wirklich sein, dass irgendwie Stimmen aus der Vergangenheit aufgenommen wurden? Um seine Fragen zu beantworten, stellte Ernetti ein Team von Wissenschaftlern zusammen, die sofort mit der Arbeit begannen. Das Endergebnis war laut Ernetti der Chronovisor. Seltsamerweise wollte Ernetti die Mitglieder seines Teams nicht preisgeben, obwohl Brune es sicherlich unbedingt wissen wollte
Und tatsächlich sind die Identitäten der Wissenschaftler bis heute geheim geblieben. Abgesehen von 2 bemerkenswerten Namen, Enrico Fermi, einem der Entwickler der ersten Atombombe, und Wernher von Braun, der deutsche Wissenschaftler für Raumfahrt und Vater des Raumfahrtwettstreits im Kalten Krieg. Hatten diese Geschichtswissenschaftler unter der Leitung von Pellegrino Ernetti wirklich eine Möglichkeit geschaffen, die Vergangenheit zu betrachten? Im Jahr 1972 veröffentlichte eine italienische Zeitschrift namens La Domenica del Corriere einen Artikel mit der Überschrift »Endlich wurde eine Maschine erfunden, die die Vergangenheit fotografiert«. Der Artikel enthielt Ernettis Bericht über den Chronovisor, sowie, was höchst erstaunlich war, ein Foto des Gesichts Jesu im Moment der Kreuzigung, das Ernetti angeblich mit dem Gerät aufgenommen hatte. Ein Beweis, so der Artikel, für die Existenz und Funktion des Chronovisors. Trotz der unglaublichen Natur von Ernettis Proklamationen verschwand die Geschichte in den folgenden Jahren größtenteils aus der Öffentlichkeit, wurde nie bestätigt, aber auch nie vollständig entkräftet. Ernetti seinerseits sagte spät in seinem Leben, dass der Chronovisor schließlich demontiert worden sei, um zu verhindern, dass er jemals in falsche Hände gerät, was Ernetti glaubte, dass dies die gruseligste Diktatur, die die Welt je gesehen hat, schaffen könnte. Es gibt jedoch diejenigen, die glauben, dass der Chronovisor irgendwo tief im Inneren des Vatikans bis heute versteckt, intakt und funktionsfähig ist. Könnte der Chronovisor wirklich noch existieren? Hat er jemals existiert? Oder ist das alles nur ein Scherz? Kurioserweise erließ der Vatikan 1988 selbst ein offizielles Dekret zum Chronovisor, in dem er warnte, dass jeder, der ein Instrument mit solchen Eigenschaften benutzt, entkommuniziert wird. Warum sollte der Vatikan das Bedürfnis verspüren, sich öffentlich zum Chronovisor zu äußern, wenn es sich dabei lediglich um eine Fälschung handelte? Und warum sollten sie darüber hinaus seine Existenz nicht leugnen, sondern seine Anhänger vielmehr anweisen, ihn nicht zu verwenden? Um Antworten zu finden, könnten wir im Bereich der Wissenschaft beginnen. Die Idee eines Geräts, das in der Lage ist, Ereignisse aus der Vergangenheit anzuzeigen, scheint zunächst vielleicht absurd, außer wir verwenden tatsächlich jeden Tag grobe Versionen von Chronovisoren. Ein Spiegel ist zum einen eine Art Chronovisor. Man sieht sein Spiegelbild nicht wirklich in Echtzeit, sondern man sieht sich selbst ein paar Millionstel Sekunden früher. Also die Zeit, die das Licht braucht, um vom Gesicht einer Person zum Spiegel zu gelangen und dann zurück zu den Augen reflektiert wird. In einen Spiegel zu schauen, bedeutet im Grunde die Vergangenheit zu betrachten. Ein Teleskop ist eine andere Art von Chronovisor. Die fernen Galaxien, die ein Teleskop betrachtet, werden nicht so betrachtet, wie sie jetzt sind, sondern vor Millionen oder Milliarden Jahren, als das Licht sie verließ. Natürlich war der Chronovisor von Ernetti viel komplexer. Während die Wirkung eines Spiegels oder Teleskops auf der Entfernung basiert, konnte Ernettis Chronovisor sich genauso einfach auf bestimmte Zeiten und Orte in der Vergangenheit einstellen, wie man den Kanal auf dem Fernseher wechseln konnte. Um dies konzeptualisieren zu können, ist möglicherweise eine erneute Prüfung dessen erforderlich, was mit Zeit und Raum gemeint ist. Ernetti erklärte, dass sein Chronovisor funktionierte, indem er Bilder und Töne erkannte, die erschaffen worden waren und im Raum schwebten. Diese Behauptung basiert auf dem Prinzip, dass jedes Lichtteilchen seinen eigenen einzigartigen Zeitstempel hat, der ewig existiert. Das heißt, jedes hat seinen eigenen einzigartigen Schlüssel, der sich auf einen bestimmten Zeitpunkt bezieht. Theoretisch wäre es durch das Gruppieren, Sortieren und Filtern von Lichtpartikeln nach einem bestimmten Zeitraum möglich, diesen Zeitraum anzuzeigen, um, wie Ernetti sagte, die im Raum schwebenden Bilder und Töne zu erkennen. Natürlich nur, weil die Wissenschaft ihre Existenz theoretisieren kann, bedeutet nicht, dass der Chronovisor existiert oder existierte. Möglicherweise liegt das Sammeln zeitgestempelter Lichtteilchen und deren Anordnung zu Bildern außerhalb des Rahmens der modernen Mainstream-Wissenschaft. Allerdings verkündet die Mainstream-Wissenschaft mittlerweile, dass antike Töne, wenn nicht Bilder, tatsächlich in der Umwelt erhalten bleiben
und darauf warten, erschlossen und angehört zu werden. Im Jahr 2006 verbreitete sich eine unglaubliche Geschichte in den Mainstream-Medien. Berichten zufolge war es einem Team belgischer Wissenschaftler offenbar gelungen, mithilfe von Computerscans der Rillen in 6500 Jahre alten Töpferwaren Geräusche zu extrahieren, darunter Sprechen und Lachen, die durch Vibrationen der Werkzeuge erzeugt wurden, mit denen die Töpferwaren hergestellt wurden. Könnte das wirklich wahr sein? Und wenn ja, was könnten Wissenschaftler sonst noch in Artefakten finden, die im Laufe der vielen tausend Jahre, in denen Menschen Töpferwaren hergestellt haben, entstanden sind? Es gibt eine ganze wissenschaftliche Disziplin, die auf der Überzeugung basiert, dass Geräusche möglicherweise auf natürliche Weise aufgezeichnet wurden. Und zwar auf eine Weise, die wir noch nicht vollständig verstehen. Man nennt es Paläoakustik. Und tatsächlich bilden die Geheimnisse der Tonkeramik einen Teil seiner Grundlage. Stellen Sie sich einen Tontopf vor, der auf einer Töpferscheibe gedreht wird und in den mit einem Stift ein Muster eingraviert wird, das das Design verzerrt. Vergleichen Sie dies mit der Entwicklung früher Phonographen, bei denen eine Nadel ein Muster in die Oberfläche eines Zinn- oder Wachszylinders ätzte. Die Funktionsweise des Phonographen bestand darin, dass die Nadel Schallwellen auffing und die Schwingungen in den Zylinder eingravierte. Wenn eine Nadel ein zweites Mal durch die Rillen geführt würde, würde sich der Effekt umkehren. Schallwellen wandern nicht von der Nadel zur Oberfläche, sondern von der Oberfläche zur Nadel und geben den aufgezeichneten Ton wieder. Den Theorien der Paläoakustik zufolge würde ein Tontopf weitgehend auf die gleiche Weise funktionieren, wobei der Topf als Aufzeichnungsmedium und der Stift als Nadel fungierten. Theoretisch würden sich Schallschwingungen, die sich durch die Nadel bewegen, in die Rillen des Topfes eingravieren und nur darauf warten, wie bei einem Phonographen wiedergegeben zu werden. Diese Idee wurde in den 1960er Jahren von Richard G. Woodbridge und David Jones, zwei der frühneuzeitlichen Praktiker der Paläoakustik, erläutert. Wie Jones beschrieb: Eine Kelle muss wie jede flache Platte als Reaktion auf Schall vibrieren. Wenn sie also vom singenden Gipser über die nasse Oberfläche gezogen wird, muss sie eine grammophonartige Aufnahme seines Liedes in den Gips prägen. Sobald die Oberfläche trocken ist, kann es abgespielt werden. Tatsächlich gibt es die Paläoakustik jedoch schon viel länger, da die Theorie, dass in der Umwelt eine Art unvordenkliche Aufzeichnung existiert, die nur darauf wartet, erschlossen zu werden, erstmals im 19. Jahrhundert von Charles Babbage postuliert wurde, der im Übrigen auch der Erste war, der das Konzept eines programmierbaren Computers entwarf. Wie er in seinem bahnbrechenden Vortrag über den bleibenden Eindruck unserer Worte und Handlungen auf den Globus, den wir bewohnen, eloquent erläuterte: Die Vibrationen der Luft, die einmal durch die menschliche Stimme in Bewegung gesetzt wurden, hören mit den Geräuschen, die sie erzeugten, nicht auf zu existieren. So stark und hörbar sie auch in unmittelbarer Nähe des Sprechers sein mögen, und im unmittelbaren Moment der Äußerung wird ihre schnell abgeschwächte Kraft für menschliche Ohren bald unhörbar. Die Bewegungen, die sie den Partikeln eines Teils unserer Atmosphäre aufgeprägt haben, werden einer ständig wachsenden Zahl mitgeteilt, aber die Gesamtmenge der in derselben Richtung gemessenen Bewegung erhält keine Addition. Jedes Atom verliert so viel, wie es gibt, und es gewinnt von anderen Atomen einen Teil der Bewegungen zurück, die sie wiederum abgeben. Die so erzeugten Luftwellen durchwandern die Erd- und Meeresoberfläche, und in weniger als 20 Stunden nimmt jedes Atom seiner Atmosphäre die veränderte Bewegung auf, aufgrund dieses winzigen Teils der ursprünglichen Bewegung, der ihm über unzählige Kanäle übermittelt wurde und der seinen Weg während seiner gesamten zukünftigen Existenz weiterhin beeinflussen muss. Dort stehen in ihren veränderlichen, aber unfehlbaren Charakteren, vermischt mit den frühesten wie mit den neuesten Seufzern der Sterblichkeit, für immer aufgezeichnete, uneingelöste Gelübde, unerfüllte Versprechen, die in den vereinten Bewegungen jedes Teilchen das Zeugnis des wandelnden Willen des Menschen verewigen. Mit anderen Worten, jedes Geräusch, das jemals erzeugt wurde, ist da draußen und schwebt einfach im Raum. Babbage hatte recht mit dem Computer, aber hatte er auch damit recht?
Er war seiner Zeit weit voraus und erst vor kurzem begann die Mainstream-Wissenschaft zu versuchen, die Theorien der Paläoakustik in die Praxis umzusetzen, also erfolgreich alte Klänge wiederherzustellen. Jetzt untersuchen einige Wissenschaftler 3000 Jahre alte griechische Töpferwaren und suchen nach Klangschwingungen, die von den Töpfern in die Glasur eingraviert wurden. Andere haben den Gesang eines 165 Millionen Jahre alten Insekts mit Hilfe fossiler Überreste und eines Computers nachgebildet, was das Smithsonian als einen Meilenstein in der Paläoakustik bezeichnete. An anderer Stelle gibt es die Arbeit von Patrick Feaster, der den Begriff Paläospektrophonie geprägt hat, um seine Praxis der Umwandlung von visuellen Darstellungen von Klang, Musik, Sprache und Rhythmus zu beschreiben und in Audio umzuwandeln. Von Diagrammen des Gesangs russischer Bauern bis hin zu Klangspektrogrammen der Nationalen Akademie der Wissenschaften und des FBI hat Feaster eine Möglichkeit gefunden, stumme Bilder abzuspielen, die den Ton grafisch aufzeichnen, ähnlich wie ein Computer eine MP3-Datei abspielt. Damit hat er die Vorstellungen darüber, was Tonaufnahmen sind, in Frage gestellt. Die Wissenschaft lernt einfach jeden Tag mehr über die verborgene Geschichte unserer Umwelt und wie wir sie hören oder sehen könnten. Dabei könnte man sich fragen, ob der Vatikan in seinem Chronovisor eine fortgeschrittene Version dessen hatte, wovon die Mainstream-Wissenschaft gerade erst anfängt, an der Oberfläche zu kratzen. Aber welche Art von Technologie ist dann weiter fortgeschritten als die moderne Mainstream-Wissenschaft? Von dem Team aus 12 Wissenschaftlern, die angeblich von Pellegrino Ernetti zusammengestellt wurden, um den Chronovisor des Vatikans zu konstruieren, wurden nur die Namen von 2 Wissenschaftlern jemals veröffentlicht. Aber schauen Sie sich insbesondere einen dieser beiden genauer an, den berühmt-berüchtigten Wernher von Braun. Von Braun war ein Nazi-Wissenschaftler und einer der Stars, der an Hitlers Wunderwaffenprojekten arbeitete. Zu diesen Wunderwaffen sollen Versuche von Tarnkappenjägern, akustischen Kanonen, Antigravitationstechnologie und vielleicht sogar Zeitreisen gehören. Einige Berichte besagten sogar, dass Wissenschaftler wie von Braun an einer Möglichkeit arbeiteten, ein Fenster in die Vergangenheit zu schaffen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs floh von Braun im Rahmen des Project Paperclip der US-Regierung von der Verliererseite in die Vereinigten Staaten, bei dem viele hochrangige Nazi-Denker stillschweigend ins Land geschmuggelt und für die US-Regierung eingesetzt wurden. Dort wurde von Braun ein angesehener NASA-Wissenschaftler, der Vater der US-amerikanischen Raketentechnik und ein wichtiger Akteur im Raumfahrtwettrennen. Ist es möglich, dass ein anderes Projekt, an dem er während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten weiterarbeitete, ein Fenster in die Vergangenheit war? Wenn dem so wäre, wäre von Braun nicht der einzige Mitarbeiter der US-Regierung gewesen, der an so etwas gearbeitet hätte. In den Archiven auf der Website der CIA existiert ein äußerst seltsames Dokument. Es beschreibt ein Experiment, das die CIA 1984 durchführte und ein scheinbar unbearbeitetes Transkript lieferte, das ins Bizarre abdriftet. Zunächst wird der Versuchsperson laut Protokoll ein versiegelter Umschlag ausgehändigt und angewiesen, diesen nicht zu öffnen. Wer auch immer das Experiment durchführt, beginnt dann, dem Probanden Anweisungen zu geben und ihn anzuweisen, verschiedene zufällige Koordinaten zu untersuchen, ohne nähere Angaben zur Bedeutung dieser Koordinaten zu machen. Dabei beschreibt der Proband die unglaublichen Dinge, die er sieht. Einen Obelisken, wie das Washington-Monument mit abgerundetem Boden, Kanäle, die aussehen wie Straßenbetten, eine Reihe von Pyramiden. Im Inneren dieser Pyramiden beschreibt der Proband, wie er auf etwas stößt, das er ein altes Volk nennt. Sie sterben, es ist über ihre Zeit und ihr Alter hinaus, ruft er. Gegen Ende des Experiments wird der Proband angewiesen, den Umschlag zu öffnen, den er zu Beginn erhalten hat. Darin steht auf einer Karte im Format 8 x 13 cm folgendes: Der Planet Mars. Zeit von Interesse etwa 1 Million Jahre vor Christus. Mit dem Titel Marsforschung 22. Mai 1984 scheint das Dokument eine tatsächliche Geschichte zu erzählen. Den Versuch der CIA, eine sogenannte Astralprojektion zu nutzen, um den Planeten Mars
vor 1 Million Jahren zu besuchen. Was das Subjekt damals beschrieb, waren die Überreste einer alten Mars-Zivilisation. Wir haben sogar ein Video der jetzt gefundenen Überreste von Pyramiden und Obelisken auf dem Mars, genau wie das Thema, das 1984 beschrieben wurde, zusammen mit einem mysteriösen Gesicht, das dem Gesicht der großen Sphinx ähnelt. Den Link zum Video finden Sie unten in den Kommentaren. Es mag bizarr klingen, aber für die CIA war es das definitiv nicht. Tatsächlich war das Experiment Teil des sogenannten Stargate-Projekts, einer Operation, bei der die CIA die Möglichkeit aller Arten paranormaler Kräfte testete. Öffentlich zugängliche Dokumente offenbaren den Schwerpunkt des Projekts auf Psychoenergetik, definiert als die mentalen Prozesse, durch die das Individuum Eigenschaften eines bestimmten Ziels, einer bestimmten Person oder eines Ereignisses wahrnimmt, mit ihm kommuniziert und/oder sich stört, das räumlich und/oder zeitlich davon entfernt ist. Das Projekt Stargate interessierte sich insbesondere für Remote Viewing, das heißt, allein den Geist zu nutzen, um Dinge zu sehen, die nicht unmittelbar gegenwärtig sind, sei es in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder sogar in der Zukunft. So bizarr sie auch sein mögen, es besteht kein Zweifel, dass die CIA diese Dinge genau untersucht hat. Die Frage ist nur, wie weit sind sie gekommen? Alles begann mit einem Mann namens Andrew Basiago, einem Anwalt aus Seattle, der Mitte der 2000er Jahre mit der Behauptung auftauchte, er sei Teil einer geheimen US-Regierungsoperation namens Project Pegasus gewesen. Laut Basiago wurde er als Kind für das Projekt rekrutiert, das mit hochentwickelten Technologien wie Teleportation und holographischen Zeitreisen experimentierte und Kinder wie ihn auf verschiedene Planeten und zu verschiedenen Zeiten in der Geschichte schickte. Was seine eigenen Erfahrungen angeht, beschrieb Basiago, wie er Abraham Lincolns Gettysburg-Rede miterlebte und in der Nacht seiner Ermordung im Ford's Theater anwesend war. Er habe, wie er sagte, während des Unabhängigkeitskrieges George Washingtons Schlachtfeldzelt besucht und sei sogar zurückgekehrt, um Jesus zu sehen. Man könnte die Ähnlichkeit dieser Behauptungen mit Ernettis Beschreibung seiner Verwendung des Chronovisors bemerken. Waren die Berichte von Basiago und Ernetti ähnlich, weil sie dieselbe grundlegende Technologie verwendeten? Könnte das Projekt Pegasus lediglich die nächste Generation des Chronovisor-Projektes darstellen, von Wernher von Braun und seiner Wunderwaffe über den Vatikan bis zur CIA und darüber hinaus? Vielleicht werden wir die Antworten nie erfahren. Oder vielleicht wird es uns die moderne Wissenschaft schon früh genug sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like. Wenn Sie neu hier sind, klicken Sie doch gern auf Abonnieren und auf die Glocke daneben, um in Zukunft nichts zu verpassen.